Perfekt. Willkommen beim heutigen Stream. Wir machen mit der Nahida Legendenauftrag weiter. Alles ist bereit. Madame schaukelt hier schon entspannt herum. Alles läuft an. YouTube ist dran. Twitch ist on. Und auch TikTok ist da. Von dem her, hallöch. Rika, danke für diesen Hinweis, dass ich den Mehrspielermodus deaktivieren sollte. Wo war ich stehen geblieben? Gut. Ja. Dann, wirklich, ich verlerne schon wieder die deutsche Sprache. Wie gesagt, willkommen im Stream. Dann können wir eigentlich direkt loslegen. Wir gehen auf Aufträge, wir gehen auf Legendenauftrag und wir aktivieren dieses Ding hier. Falls ich es richtig verstanden habe, wird es hier einen Boss geben, den man machen könnte, müsste, sollte. Wie geht es nach Hause? Also, hallöchen, Maria? Eine Maria. Eine Maria mit Moment mal. Maria, bist du das? Welche Maria ist es? Und seit wann hat Maria einen TikTok-Account? Bin verwirrt. Hallöchen Sophie, Hallöchen Lari, Hallöchen Sakumosh, Hallöchen Max, Hallöchen Milena, Hallöchen Ria. Hallöchen Snipes. Gut. Habe ich jemanden vergessen? Läuft alles? Hallöchen Rika. Hallöchen Hijack. Und ich sollte auf dem Discord-Server noch den Post raushauen. Und es gibt große Neuigkeiten. Wo ist denn der Kanal hin? Green Plan, at everyone. Es geht los. Der Stream läuft. Nee, die KI ist weiterhin in der Entwicklung. Ich entwickle sie in kleinen Babyschritten, weil ich viel zu viele Sachen parallel plane und durchführe. Hallöchen Sven Yard. Naja, ich habe jetzt quasi die ersten Schritte fürs RP. Für das Drachenhöhle Schwimclub RP gestartet. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was da stattfinden kann. Für alle, die nicht wissen, was abgeht. Ich plane zurzeit ein Rollenspiel in VR-Chat. VR-Chat ist allen ein Begriff. Hallöchen, Miss Evoli. Na, ich gebe mal eine kurze Einführung. Also VR-Chat ist ein Spiel, wo man mit VR-Brillen reingehen und mit anderen interagieren kann. Und in diesem Setting machen wir ein Schul-RP. Ein Filmclub-RP. Dort, wo wir uns zusammensetzen, uns beraten werden, was für Filme wir machen können und es dann auch durchführen und sie auch aufnehmen. Ah ja, im Grunde ein Filmclub. Ein Filmstudio-RP, wenn man so will. Na, es geht. Und selbst? Miss Evoli? Gut. Ja gut. Was, Miss Evoli, du hast auch ein Kind und stützt auch dauernd ab? Skandalös. Kann man mich eigentlich soweit gut hören? Kann man das Spiel gut hören? Hallo, was graben Sie denn hier? Grabt er einfach so. Hallöchen Sophie. Oh, es geht. Hab ein bisschen gearbeitet, hab ein bisschen gegessen, hab ein bisschen geschlafen. Das Übliche. Und selbst?
Okay. Ich ignoriere es einfach mal. Also, alle bereit? Können wir mit der Quest anfangen? Wir sind am Einsatzort. Was sagt denn eigentlich die Beschreibung? Wo ist der Stream-Chat? Da und... Was sagt die Beschreibung eigentlich? Oh, Gebete sind natürlich auch schön dabei. 30 Gebete und es steigt. Aber da wollte ich nicht. Ich wollte Aufträge. Geht. So. Weg mit dem Handy. Und jetzt liegt das Handy auf dem Boden. Wie geht's nach Hause? Geh zum Eingang der Stadt von Sumeru. Eines Tages stoßt du und Paimon vor dem Tor der Stadt auf ein bekanntes Gesicht. Wen werden wir treffen? Nahida? Oder unseren lieben Traumgänger, der sein Kind oben auf dem Berg gelassen hat? Oder den Scholar, der jetzt endlich mal aufgewacht ist und jetzt wir ihm eine Backpfeife geben können? Hörchen, Mary. Was meint ihr? Wen werden wir sehen? Hey, isn't that Nahida? Nahida sehen wir. Nahida! Paimon didn't think we'd run into you here. Der einzige Archon, der Zhongli läuft ja auch herum. Und Venti auch. Aber bei denen weiß niemand, dass sie Archons sind. Na egal. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? Ach, das Übliche halt überall hinreißen und allen möglichen Leuten helfen. Bergbau, Fischen, Karten spielen, Kristallschmetterlinge fangen. Das Übliche. Seems like you've been enjoying yourselves. How about you? What are you Welchen up to Jambis? now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. But I can't remember what it is. Sollen wir ihr auf die Sprünge helfen? Why is that? Das ist sicher der Einfluss von Irminsul. Don't worry, we'll help you remember. Du kannst uns gern davon erzählen. Vielleicht können wir dir helfen. Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. Oh. Wenn wir ihr jetzt von der höheren Herrin... It's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. Wie gesagt, kann man mich eigentlich gut hören? Kann man das Spiel gut hören? Ist alles in Ordnung? Ja? Nein? Vielleicht? Dann willkommen zurück. Niemand sagt etwas? Heißt das, man kann mich nicht hören? Man hört mich. Alles super. Okay, Twitch sagt alles super. Läuft gut. Und ich auch. Perfekt. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. Ah, also doch die Kraft der höheren Herren von Rukkhadevata. It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out what it is. Wahrscheinlich eine Hinterlassenschaft der höheren Herren Rukkhadevata. Aber was ist mit der verschwommenen Erinnerung? Traveler, do you have any ideas? Ich weiß auch nicht, aber es beruhigt mich. You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. Hat das Ding gerade Mama gesagt? Hat es schon wieder Mama gesagt? Hey, get out! You shouldn't be around here! I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Wieso bist du so entspannt? Normalerweise greifen die uns doch an.
Ja, German Stream. Hi. Welcome to my German Stream, comrade. Last warning. Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. Hallöchen Laura, Hallöchen Sophie. But Great Dendro Archon, it's a monster. Please, don't worry. I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Mm-hmm. Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Wieso höre ich etwas? Ach, deswegen höre ich etwas. Weil hier Discord noch on ist. Weg damit. Wie sieht's sonst noch aus? Na dann. Alles ist eingestellt, alles ist bereit und weiter geht's. Well, fungi are kinda cute, but... Nahidas Main Quest, Legendary Task. Trommelkäppchen ist auch eine sehr gute Pilzbestie. That's true. Okay, let's go take a look. Alright, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. Ey, It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. oha. Und heißt es, wir tun fühlende, liebende Wesen abschlachten, Schnief? Die ganzen Pilzbestien, die wir abgeschlachtet haben, haben uns nur angegriffen, weil sie Angst vor uns hatten? Das ist kein guter Gedanke. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. Und nein, ich habe nicht versucht, sie mit Raidens Attacke zu filetieren. Nee, das habe ich nicht getan. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. What? Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Okay, das heißt, Nahida hat auch nichts? Das heißt also, sie ist nur äußerlich eine Pilzbestie? Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. Oh, glückliche schwebende Hydropilzbestie. My power was compatible. Looks like everything is fine now.
Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Das Ding spricht ja. Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. Das Ding spricht ja. It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Sehr intelligent. Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? Nun, du musst nicht plötzlich an dir selbst zweifeln. You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. Das mach's. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors, just like fungi and slimes. Oha. Der Pilz ist extrem intelligent. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. It says that it's very thankful for your help. I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. Uh-oh. Weiß sie von Rocade Vater? My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. Uh-oh. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. Ich glaube, sie berichtet von der Zeit vor 500 Jahren. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Ah. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. No.
That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Uh-oh. Ah, I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. Wenn du wüsstest, wo es ist. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Hallöchen, der nix. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Agreement? Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. Ein Banana, meinst du mich? Zurück in die Heimat, ein neuer Abschnitt. Bin verwirrt. Sicher, wann denn? There's something that I'm very concerned about. Ein Banana, stell dir mal vor, du bist gerade mitten in einem Film.
Du schaust ihn dir an und genießt ihn. Plötzlich kommt jemand aus der von irgendwoher, war noch nie da und sagt, ey, könntest du mal bitte den Film unterbrechen? Ich will, dass du mal dir mein Auto ansiehst. Wie würdest du reagieren? So, der Kristall, die verschwommenen Erinnerungen. Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? Es gibt eine Verbindung zwischen der Pilzbestie und dem Kristall. Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Dann gleichfalls. Dann müssen wir es weiter untersuchen. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. The road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Ah! Enemies! You're up, traveler! Ernsthaft. Die blockieren den Weg doch nicht, die stehen einfach nur da. I see everything. Na gut. Illusion shattered. Shine down. I'll protect us. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. Wie siehst du denn normalerweise aus? It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Nein. Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida! Paimon gets it now! Das Elementarwesen kann auch gut Metaphern verstehen. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk.
Irgendwas sagt mir, dass das Konzept ein anderes ist. Farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh, no. Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later. We have monsters here. Wirklich? Ich sehe keine. I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend, and the other was my child. Interesting. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Hoffentlich trifft sie nicht auf einen mies gelaunten Abenteurer, der sie auseinander nimmt. Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... Lumine. I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Mach nichts, du kannst unterwegs darüber nachdenken. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Ich lach mir den Arsch ab, wenn es da nach We're Lumine ist. almost there. It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Warte, was? Das Ende? But it's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. Oh, Backe. So, this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore.
I just hope that they can all make it back home. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. Das kann ich allein machen. Er ist schließlich ein Produkt des verbotenen Wissens. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Die berühmten letzten Worte. Na gut. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the Withering countless times already! Na dann. I see everything! Shine down! Hey! This may hurt a little. Ach, deswegen komme ich nicht hinterher. Ich habe wieder den Charakter zum Herumprobieren. Committed to memory. There is no escape! Silber. As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the Withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. AR-55. Hold on. I think I got something. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. Eine Kiste. Take them. I have no need. Wie komme ich da hoch? Egal.
Wie komme ich da hoch? Das Ding wird ja unmöglich so weit hoch reichen. Das sind so die Momente, wo ich eigentlich, nee, für Caso könnte das zu hoch sein. Könnte aber runtergleiten. Schaffe ich es runterzugleiten? Ich brauche Helikopter. This had better be important. Klappt das? Yep, klappt. Wieso werde ich jetzt angegriffen? Ach, und da gibt's noch eins, lol. Behold! They see me flying, they're hating. Is it going? We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Wenn sie aufgeschreckt werden, ist ein Kampf unverweichlich. Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. Yay, und ich habe sehr viele massakriert. They can be reasonable, as long as we try to communicate. Uh-oh. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahida's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahida is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. Alright, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Mhm. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. Na, Queen. As am I. I'm not joking at all. All right. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Die Frage ist, wird sich's in der Lage sein, zurückzuverwandeln? Okay. Good luck, Lord of Dendro. Wow, you really turned into a fungus. Fühlt es sich an? Kommst du zurecht? It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? Mit unserem Elementarblick. I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Ich werde es machen müssen. Let me lure away the fungi up top and make way for you. All right, good luck, Nahida.
Let's go, traveler. Kleiner Nahida-Pilz. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around. Ui. Why is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. Na. Nein, ich bin aufgeflogen. Also diesmal nach links. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better... Nach links bewegen. Na. Mhm. It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. Na. Ich hab so ein Gefühl. This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. Ja, nicht so, dass da einer auf dem Rücken liegt. So this is the one. Understood. Ich finde es interessant, dass Nahida keinen Elementarblick hat. Dass sie unsere Hilfe da braucht, ist seltsam. Hallöchen, Panda-Bär. Nahida, what's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. Dann, hi. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Bis Mitternacht höchstwahrscheinlich. Are you? I apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Es vergeht etwas Zeit. Apocalypse ended? Go home now? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. Mir geht's ganz gut und selbst? I remember. Really? That's great! Home, Dendro Dragon. Dendro-Drache? Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. Die Maschine, die ich jedes Mal platt mache? I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Excuse me? Oh, wait a minute. Paimon's confused.
Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro Dragon. Uff. Oh je, fühl dich geknuddelt. Hört sich nicht so gut an. The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. Solange sie nicht über unseren lieben, wie heißt der, Durin reden? There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. Das wird sich zeigen. Die Frage ist, alle sollten sich die Rolle geben. Je nachdem könnte man es auch quasi Leute über den Discord teilnehmen lassen können. Ist ja auch eine Art Planungsevent. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. I'm still confused. So wie der Dendro-Schleimjunge Schleime hervorbringt. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that Apep has also been contaminated by forbidden knowledge? Apep? Dein Name? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. Apep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Uh-oh. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the dragon! I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. Uh-oh. No wonder I haven't seen Apep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, Apep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. Also ist die Rettung des Dendro-Drachen also diese wichtige Sache? Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form, and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Deswegen sollten wir jetzt loslaufen. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. Oder den Drachen. Nahida, wie konntest du es vergessen? Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again, though I know waiting can feel unbearable at a time like this.
explain to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Oh, oh, wie viele Pilzbestien wir ab. Ja, nicht drüber nachdenken. Go home, thief. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us. No matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? Of course, I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend soil. Food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil. There. First. Seed. Here. Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. Einmal ist halt eine Expertin, wenn es um Essen geht. Thank you so much for your willingness to help. In the meantime, I'd like to tell it the things we experienced on the way here. Sharing knowledge is a habit of ours. Aber mit den, Wie viele von denen wir uns, wie viele von denen wir massakriert haben? Leave. Worried. Want to stay. Preparation almost complete. Ja, ist ja gut, wir gehen ja schon. Wenn du uns loswerden willst, sag es doch einfach. Squall and Fury. Nee. Der sah ganz normal aus. Ich weiß nicht, was du meinst, Panda-Bär. Nee. Und hier überhaupt. Oh, we planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. Ah! Wildflowers! It wasn't kidding when it said plants were invading. Oh. That should be all of them. That wasn't too tough. Natürlich nicht. Ich würde niemals an sowas denken. Nein. Wie kommst du denn darauf? Nahida, geht es dir etwas besser? Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Hallöchen, Sarah. Mir geht's ganz gut. Und selbst? Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Teyvat. Sarah, wie geht's dir? Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Dann viel Erfolg und viel Glück. Bye, bye. Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand.
Ein großer Spike. In an attempt to adapt to its new environment, a pep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Dann gleichfalls. Bye bye. A pep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Und ich dachte, Drachen und Archonten verstünden sich gut. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. As far as I know, a pep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why a pep was contaminated. Oh je. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. Dann gute Besserung, Sarah. Gab's da oben jetzt eigentlich so Dinger? Nee, gab's nicht. Aber dieses Gebiet ist hier auch neu, oder? Ich erinnere mich, dass es hier eigentlich hier Schluss war. Sehr seltsam. Too slow. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das RP so funktionieren wird. Thank you, Lord of Dendro. Family happy. Königin des Grases, das hört sich irgendwie seltsam an. You really like them, don't you? Family, like. Do you not like our family? Oh. That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Does that matter? Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. Okay, Mafuyo, danke, dass du da bist. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. Dann bis zum nächsten Mal, Mafuyo. Bye bye. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. Was machst du, wenn ich mich verändere, Paimon? Was, wenn Paimon sich verändern würde? Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to recognize Paimon? Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then a pep may be in danger. Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it.
The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? Ja, sorry, ich stehe hier noch. That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru, a murky place that no one can return from. Die große Kluft. Oh, haben wir den gefunden? Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. Unseren Freund, den wir gefunden haben? Ganz tief. Was war das gerade eben? Wenn ich was nicht erreicht habe? Im Dunkeln lauernde Gefahren. Was für ein Dunkeln lauernde Gefahren? Excuse me? Wie im Dunkeln lauernde Gefahren. Ich bin gerade verwirrt. Also ich kann es doch erreichen. Wieso gibt es diese Fehlermeldung? Warte, hier haben wir doch... Wen haben wir hier getroffen? Hier haben wir... unsere Rechtsanwältin getroffen? Janfee? War es Janfee? Ist Janfee hier entlang gelaufen? Und wir haben Ito weggeschickt? Ja, Janfee. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Tevat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Tevat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Also der Schlamm. Yep. It's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. The wind rises. Interesting. War das dort, wo wir mit Madame abgestürzt sind? Squall and Fury. It's over there! Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion.
rescue it? It should be the life form from the prophecy. That light. Wait. Something dark is coming out. Alle Something, zurück. what's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Uh-oh. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. Warte, diesmal nicht. Es hat wirklich mit dem verbotenen Wissen zu tun. But this is our only chance. Ich sagte, es geht nicht. Nie wieder. Traveler. Tut mir leid, ich bin etwas beunruhigt. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Dieser Kristall. Oh yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand. This no good, that no good. Save lives, important. Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. it's okay. There's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. Ja klar, wenn ich meinen Verstand verliere, ist ja alles in Ordnung. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Na gut, lass mich das machen. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. Dann tretet mal zurück. Lord of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. Oh, guck mal, der ist am Heulen. Oh. Moment, ich muss mich ja, für einen Screenshot muss ich mich ja kurz ausblenden. Wo bin ich? So. Einmal ein Screenshot, dann geht's weiter. Seht ihr es, der heult? To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it,
is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but... Can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro dragon's heart of Oasis operates. The Dendro dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. However, if you are able to reactivate its heart of Oasis using the fire seed, then the Dendro dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the Heart of Oasis is a pep's source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the fire seed to save me? Mm-hmm. Why? What's... That's... never mind. It's not your fault. You didn't know. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. Alright. Aside from being able to heal the Dendro dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro dragon by following the guidance of the fire seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro dragon. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. There is nothing more important than being together with family. Let's go! Home. Hi, Ruffy. It's not much further.
Follow me. We're close now. Wieso ist da ein Seil? I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. Echt, Fräulein? We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there! Houston, we've got a problem. We found it. A pep, the Dendro Dragon. I knew it would be big, but not that big. Daneben ist der Durin Winzling. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. You are no different from Amen. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go? For only a moment? Foolish boor. You will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the Seven Nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Morax, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. What is that? Paimon's never seen that before! It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature same. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. No, Bache. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you!
Leider nicht. Keine Reaktion. They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. Das heißt, wir machen die jetzt platt? So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across to that? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Darüber können wir später sprechen. Zuerst müssen wir zurückstoßen. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. Mhm. So. Ah, aua. Geht's noch? Behold! Know your place! Illusion! Absurd! Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Aber dann? Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. Ja, aber dann. Nahida. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Mhm, die berühmten letzten Worte. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. After all, that giant Dendro dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Hallo Klaus. Yes! Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa, it's shining now. Es ist schnell gewachsen. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht. Search forth!
Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wer nervt gerade? Da, guck mal. 6000. Ziehung. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe sie sehr weit gespart. Hey! There is no escape! Ha! Ha! Ka! Shine down! Everyone hop in! Illusion shattered! Zum Glück habe ich bereits Nahida, sonst hätte ich ein Problem. This cave is huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? Wir kommen nicht weiter. Yeah. Who knows what's inside that cave? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? Immer noch nichts. Halte dich an mir fest. Please keep everyone safe. And send us to the homeland. Nahida, where are we? Huh? And what about the Traveler? Where'd he go?
only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The Traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the Traveler around. Let's hurry. He might be just up ahead. Kasua, danke für den Follow auf Twitch. Das sieht aus wie Nahidas kleiner... stimmt. Nahida hat... Ich habe hier gar nicht... Ich kann nicht Escape drücken. Nein, ich bin jetzt in Sword Art Online. Ich kann mich nicht mehr rausloggen. Moment mal, ich kann auch keine Attacken führen. Excuse me? Ich drücke Escape, es passiert nichts. Ich drücke Tab, es passiert nichts. Oh, Backe. Not good. What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it! We still need to find the Traveler! Alright, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Pack hat was damit zu tun. Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. Mm-hmm. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. Oh nein. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon,
but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida! Uh-oh. The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! Oh, Baka. The winter. She lived in such a time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. We can go home. Yeah. Huh? Yeah. There is no escape! Squall and fury. That's far. What the? Illusion shattered! Behold. Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made. Illusion shattered! Shine down! Everyone hold hands. There is no escape! Maschinenheim. Huh? I see everything. Illusion shattered! Grow, grow, grow. Huh?
is no escape! Mir geht's ganz gut und selbst. Everyone hold hands! I learned a wonderful word. It's new, which means light. It will be your name. Sounds like a Go, Barbara, go! Shine down! Committed to memory. Illusion shattered! Hey, Now you shall perish! grow, grow, grow! The wind rises. What? Hi. Oh, Hey! Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? Then let us know that you're alright! Paimon, schon gut. Ich weiß, dass du dich traurig fühlst. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power. Just they will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. But that's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. Mal. Ein von jetzt ist der Stern, redet er von mir? Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Heesh! Who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles.
The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight against the order established by the outsiders. Bist der Nibelungenkönig? Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest, and it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amen Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. Oh. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. Wallen. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. Oh, man. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Boer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? Interesting. Hey! Looks like we've been sent back out! Still in one piece, too! The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Yep, das stimmt. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Nach Hause gehen hätte eine gute Sache sein sollen. Diesmal sind viele Dinge verloren. Indeed.
Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The Hydra fungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! Huh. How are we going to explain all the complicated things that happened? Ah, Mann. Oh, Mann. Wie sieht's eigentlich aus? Moment. Hallöchen, Ganyu. Go, Barbara, go! Keep going. They're still here! Have they really been waiting here all this time? We're back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It said that Newer is its most important family member. That's your name, isn't it? Wow. This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again, someday. Na dann. Na, Urgestein. Mal schauen. Go, Barbara, go! Wieder mal eine sehr schöne Geschichte. So. Was machen wir als nächstes, ist die Frage. Wir könnten noch hinterherhauen. Die eine Mission da unten. Aufträge. Wir sollten ja mit Madame sprechen, glaube ich. Machen wir doch fröhlich weiter, würde ich mal sagen. Sie sollte ja hier irgendwo herumstehen. Ja. Wieso? Warum fragst du? Eine neue Domain? Du meinst die wir gerade freigeschaltet haben? Tatsache. Was sind das denn eigentlich für Waffen? Kann man die schmieden? Interesting.
Und da haben wir ja die Kollegin. Hallöchen, Sumida. Ah, ihr seid es. Gibt es neue Entwicklungen? Du erzählst Sumida, was auf Tsumari passiert ist. Ich verstehe. Wenn ich es kurz zusammenfasse, gemäß deiner Einstellung stimmt der Zeitablauf in Tsumori nicht mit der Außenwelt überein. Ich würde es in der Tat, wie du schon gesagt hast, als eine Art extreme spezielle Elementaranomalie beschreiben. Ich glaube nicht, dass eine Elementaranomalie dieses Ausmaßes auf natürliche Weise entstehen kann. Also sagen wir, dass es etwas ist, das vom Himmel gefallen ist. Ein Fragment von Celestia oder so. Dann kann das Gewitter des Donnervogels hinzu, so das Phänomen entstand. Ich bewerte diesen Hintergrund mit 40 Punkten. Es könnte funktionieren, aber es ist schwer zu schreiben. Gibt es eine elegantere Art, es zu schreiben? Was meinst du überhaupt mit Hintergrund? Ach, vergiss es. Es ist etwas, was das nichts bedeutet. Hier könnte man, um die Handlung weiter voranzutreiben, natürlich ohne bestimmte überflüssige Versatzstücke schreiben. Die Ursache für die Tragödie in Tsumori ist schließlich ein Missverständnis. Das hätte ich geschrieben, wenn ich es gewesen wäre. Zum Beispiel dachten der Priester und Ru, dass der Donnervogel Ru bevorzugte, weil er eine besondere Hingabe wollte, aber in Wirklichkeit mochte er ihn einfach. Wenn die Handlung in diesem Rahmen weitergehen soll, dann muss man nur einen Weg finden, um Rus Willen an den Donnervogel zu übermitteln. Hat das wirklich Sinn? Ist das nicht zu eintönig? Ist das nicht zu klischeehaft? Das kann man nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist schon in Ordnung. Es gibt sehr erfolgreiche Werke, die Dutzende von Bänden mit diesem Hauptkonflikt der Geschichte geschrieben haben. Man muss nur Wege finden, um das Zusammentreffen der missverstandenen Parteien zu verzögern und deren Konflikt weiter anzuheizen. Dieses Buch... Kommen wir zur Sache. Ja, das tut mir leid. Aber nach der Entwicklung, die du beschrieben hast, ist der Donnervogel auf Syrai bereits ausgelöscht und Ru ein Phantom der Vergangenheit. Die Katastrophe kann also nur durch eine fantastische Methode verhindert werden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, es ist so schwer zu schreiben. Es gibt einfach so viele, was nicht erzählt werden kann. Es ist für mich als Schriftsteller schwer zu akzeptieren. Die Reise durch das Nebelmeer sollte keine Geschichte wie diese sein. Caspian, hast du eine Idee? Über Karma. Wenn das so ist, hast du Karma schon kennengelernt? Du erzählst mir wieder von Karmas Erlebnissen. Was? Karma ist tatsächlich ein Nachkomme von Tsurumis Volkes? Suchen wir nach ihm. Du gehst mit Sumida nach Ritu, um Karma ein paar Fragen zu stellen. Wir gehen immer noch. Ja, wie Caspian sagte, ich bin ein Nachkomme des Volkes von Tsurumi. Moment, was ist eigentlich? Müde. Wie sieht's eigentlich aus? Na gut, egal, machen wir weiter. Das ist TikTok-Chat. Warum hast du das nicht früher gesagt? Offensichtlich wurdest du schon oft damit betraut, Leute nach Tsurumi zu schicken. Sumida hat nicht gefragt. Nun, das ist deine Persönlichkeit. Außerdem werden die Geschichten von Tsurumi niemanden glücklich machen. Mein Vater hielt bis zu seinem Tod an der Geschichte von Tsurumi fest. Seit ich ein Kind war, wurde ich immer nach Tsurumi gebracht. Es war ein sehr unheimlicher Ort. Es gab nichts als schlechte Erinnerungen. Aber wenn Sumida gefragt hätte, dann hätte ich es gesagt. Sumida sollte Karma mehr vertrauen. Karma ist vertrauenswürdig. Du hast recht, wäre ich eher bereit gewesen, Karma zu konsultieren und ihm mehr zu vertrauen, hätte ich nicht einen so großen Umweg gemacht. Entschuldigung, Karma. Kein Problem. Was sollte ich deiner Meinung nach schreiben, wenn man bedenkt, dass du eine Nachfahre von Überlebenden von Tsurumi bist? Der letzte der Tsurumi-Blutlinie reist in seine zerstörte Heimat und gerät in eine Zeitschleife. Einfach ausgedrückt, du hörst den Ruf deiner Vorfahren und kommst in den Nebel von Tsurumi. Du folgst dem Klang der Maushiro durch den Nebel, um zu einem Fest zu gelangen, das tausende von Jahren zurückliegt.
Du wurdest zu dem Vorfahren, der deinen Namen trägt. Du hast den letzten Tag vor der Zerstörung hautnah miterlebt, bis lila Blitze den Himmel spalteten und gelber Donner niederging. Wieder aufzuwachen, nur um wieder am Anfang derselben Tages zu stehen. Glaubst du, dass ich hiermit den Preis von Das ist ein Wahnsinnsroman gewinnen kann? Ist das wirklich möglich? Naja. Ich verstehe, denn die Geschichte von Tsugumi ist ein wertvolles Gut für dich. Es wäre natürlich nicht gut, es mit einer fiktiven Geschichte zu vergleichen und glücklich darüber zu sein. Nehmen wir also, ich schreibe es so. Es hat damit nichts zu tun. Die Geschichte von Tsugumi ist mir egal. Ich finde es nur nicht so interessant wie Geschichten aus der Toki-Gasse und Kinos Reise, die du immer vorgelesen hast. Es war auch nicht so glatt und knackig wie die drei jungen Adligen. Er ist wirklich gnadenlos. Noch ein paar Stunden. Wieso? Tut mir leid. Entschuldige dich nicht in einem solchen Moment, sonst fühle ich mich als Schriftsteller noch schlechter. Tut mir leid, ich hätte mich nicht entschuldigen sollen. Ich bin so wütend, aber noch wütender bin ich auf mich selbst, weil ich nicht in der Lage bin, Karmas Kritik zu widerlegen. Sumida, nicht aufgeben. Schreibe Geschichten, die Karma interessant finden wird. Das ist aber der falsche Weg. Ganz wichtig, das ist ziemlicher Schwachsinn, was die gerade gesagt haben. Sie soll nicht Geschichten schreiben, die Kana interessant findet. Sie soll selber Geschichten schreiben, die sie interessant findet. Die besten Kunstwerke sind aus der Leidenschaft der Künstler entstanden und nicht, weil sie anderen eine Freude machen wollten. Nun, ich weiß, ich muss eine Geschichte schreiben, die Karma interessant finden wird. Karma ist jemand, der schon viele gute Geschichten gehört hat. Und wenn er sie interessant findet, dann wird auch der Redakteur sie interessant finden. Paimon auch. Paimon wird auch nicht aufgeben. Paimon denkt gerade nach. Paimon gibt nicht auf. Paimon dachte nur, dass wir vielleicht versuchen könnten, was Sumide gesagt hat. Was habe ich gesagt? Man könnte es ausprobieren. Ich hege aber keinerlei Hoffnung. Aber wie Caspian auch sagte, gibt nicht auf. Paimon wird niemals aufgeben. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nach dem Auftrag von Sumida ins Restaurant Kiminami gehen, um gut zu essen. Willst du, dass ich länger mache oder willst du, dass ich kürzer mache? Ich bin gerade verwirrt. Servus, Laura. Es war nicht sehr deutlich, aber es war schön zu sehen, was das Paimon Elan zeigt. Hey, schließlich ist Paimon die berühmte Paimon. Wegen unserer Mission. Wir werden weiter Tsugumi untersuchen. Nun gut, also ich freue mich schon auf euren nächsten Bericht. Um es mit der Sprache der Abenteurer zu sagen, ad astra ebisch source. Zu den Sternen und noch weiter. Auftrag abgeschlossen. Was, auch wieder fertig? Und meine Kristalle wachsen immer weiter und stetig. Bin kurz davor, 39 zu bekommen. Muhaha. Was meinst du, Sarah? Werde ich noch was bekommen? Eine andere Sache, die ich noch endlich mal weitermachen will, ist... Das war das... Das ist nicht das. Im Sande verloren. Nee. Ich will die Tantra-Geschichten, Reinigungsgerät. Tantra-Geschichten könnten wir noch weitermachen. Der perfekte Schuss. Nee. Eingeschneites Land. Aha, nein, doch. Nee. Hier, die will ich. Das will ich I sehen. wonder when I'll be as tall as my... Was findest du gemein, Sarah? Na, es geht, Laura. Und wie geht's dir? Hallöchen, Naruto.
We are living in America. Das ist Joels Vater, ein großer Joel. Ah, du bist gekommen, Reisender. Ich stelle ihn einmal vor, da ist Joels Vater, Herr Joseph. Papa, das ist der Reisende, von dem ich dir erzählt habe, der mich schon so oft geholfen hat und diesmal sogar einen Schneemann mit mir gebaut hat. Joel hat mir alles darüber erzählt, vielen Dank. Solange ihr zusammen seid, solange alles gut ist, sind. Ja, das ist jetzt ein Geschenk des Himmels. Pallat, du hast dieses Mal große Arbeit geleistet, gut gemacht. Was hat Pallat denn gemacht? Du erinnerst dich an die Person, von der ich sagte, dass sie das letzte Mal auf dem Drachengrad gefunden habe, stimmt's? Nachdem du mich an diesem Tag auf den Drachengrad begleitet und mir geholfen hast, die Monster zu besiegen, habe ich mich wieder auf die Suche gemacht. Während der Suche rollte ich versehentlich den Berg runter. Schon wieder? Rollte hinunter? Zum Glück war die Schneeschicht unten dick und weich und ich wurde nicht verletzt. Gerade als ich mich auf den Rückweg machen wollte, hörte ich plötzlich ein Geräusch neben mir und ein Mann stürmte hervor. Damals wusste ich noch nicht, dass er der Mann war, den ich suchte, und ich hielt ihn für einen Abenteurer, wie auch ich einer war. Aber es dauerte ein paar Gespräche, bis er merkte, dass er sich an vieles nicht mehr erinnern konnte und ich nicht einmal seinen eigenen Namen kannte. Es war eiskalt und wir hatten keine Zeit, um als das zu kümmern. Also überredete ich ihn, mit mir zum Lager zu kommen und alle weiteren Sachen zu klären, wenn wir dort angekommen sind. Zurück im Lager trafen wir Joel, der bei seinem Anblick erstarrte und daraufhin rief, »Papa!« In diesem Moment erinnerte er sich plötzlich an etwas. »Vater. Joel, ich bin da. Kannst du dich an nichts anderes erinnern? Die Wildschweinprinzessin und die Füchse, die du auf dem Drachengrad gefüttert hast? Tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Vielleicht liegt es an einer traumatischen Kopfverletzung. Ich bin nicht mehr sicher.« Als ich aufwachte, war ich voller Blut. Sogar mein Gepäck ging verloren. Und es gab nichts, was meine Identität hätte beweisen können. Ich musste mich in einer Höhle verkriechen, um mich langsam zu erholen. Und überlebte nur durch meinen Jagdinstinkt, nachdem ich meine Beine und Füße etwas erholt hatten. Papa, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Schon gut, Joel. Weine nicht. Papa geht es diesmal nicht weg. Papa bleibt einfach bei dir. Herr Joseph, was wirst du als nächstes tun? Ich möchte jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Das ist ein perfektes Ende für diese ganze Sache. Haha. Aber Pallat, wenn du mitten in einer Suche den Halt verlierst und einen Hügel herunterrollst, solltest du deine Abenteuerfähigkeiten stärken. Ich muss dir einen guten Auffrischungskurs geben, wenn ich wieder bei der Gilde bin. Was, Anführer Cyrus, habe ich denn nicht eine große Leistung vollbracht? Ich gehe zur Gilde zurück. Anführer, mach mal halblang. Laura, fühl dich geknuddelt. Was? Kohle gibt's nicht? Skandalös. Ja, das sind die zwei. Ja gut, wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Joa. Ich frage mal ganz vorsichtig, will denn jemand, wenn ich jetzt den Mitmehrspieler anmachen würde, auch mit Spielen? Ich sage nicht, dass ich ihn jetzt anmache. Ich frage nur für einen Freund. Natürlich sie. Das sind wieder viele. Es werden immer mehr. Neve. Na gut, na gut. The world remains constant over the Kann ich noch eigentlich was anderes machen? Na egal. Machen wir noch eine Mission, oder? Machen wir Mehrspielermodus? Machen wir Mehrspielermodus. Naja, macht erstmal alle an, dann mache ich gleich an. Ich will sehen, wie viele Anfragen.
Haben alle angemacht? Hm. Hm. Skandalös. Also. Könnte, während ich warte, dass ihr fertig werdet. Nicht das hier, sondern das habe ich ja schon gemacht. Den könnte ich noch schnell machen, solange ich auf euch warte. Dann mache ich den noch schnell. So. Gut, wieder raus. Das war das war sehr kurz. Das war sehr, sehr kurz. Wow. Bin ich da schnell wieder rausgegangen. Hättet ihr erwartet, dass ich so schnell wieder draußen komme? Wen nehmen wir denn? Wir hätten das Hündchen. Wir hätten Noel. Na, nehmen wir ihn. Prepare to move out. Doch, mit 53 könntest du sogar joinen. Ich habe ja auf 50 runtergestellt. Aber ich kann nur das hier machen. Muss ich erstmal rauskriegen, wie ich das hier hinkriege. Bin leicht mehr irritiert. Gibt es da irgendwie eine Anleitung? Wie macht man das? Advance. Charge. Ja, wie soll ich es bitte gleichzeitig machen? Oh. Follow my lead. Fall in.
Advance! Guten Abend. Na gut. Wie heißt denn diese Sphäre nochmal? Langsam wird's nervig. Langsam wird's richtig nervig. Wie geht diese Sphäre? Das ist auf dunklen Faden. Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Okay, interessant. Wie soll man das bitte rausfinden? Follow my lead. Also 1, 2, 3, 4. Wie? Wie soll man das rausbekommen? Wie? Ist doch ein Witz. Asmo gibt's immer sonntags und mittwochs. Wie soll man das rausbekommen? Ich komme mir verarscht vor. Everyone hold hands. There is no escape. I see everything. Everyone hold hands. Share my knowledge. Mir geht's ganz gut, Klaus, und selbst? Charge! Wow, ernsthaft. Bin begeistert. Follow my lead. Dann gleichfalls. Was? Man kann nicht joinen, wenn ich in einer Domain bin? Mann, das... Bist du dir sicher? Du hast es nur noch nicht probiert. Probier es mal intensiver. Mann. Na gut, alle bereit? Und wie sieht's hier eigentlich aus? Yay, 39. Und es wird natürlich nichts damit zu tun haben, dass ich hier auf Ablehnen gedrückt habe. Es hat nur mit der Domain zu tun. Mann, Mann, Mann. Und jetzt habe ich das Hündchen noch. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, wir haben Milena. Sie wird vermutlich den Heal übernehmen. Das heißt, ich nehme den hier. Den Vogel. Gut. Was ich mal bräuchten könnte, wäre... Waffe. Oh, ich habe das bereits auf 90, lol. Den Catch bräuchte ich. Dieses Vieh. Wer kämpft denn hier gerade? Ich versuche hier gerade einen Gedanken zu finden.
Skandalös. Na gut. Wollen die dann wirklich die hier machen? Wir können auch Nahida versuchen, auf 90 zu bekommen. Vermutlich sogar eine bessere Idee wäre. Na gut. Gehen wir dahin. Behold! Quit following me. Too slow. Alina, wo bleibst du? Alina, bist du heute unsere Sally? There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to Na dann. occupy silence. Welchen Yuki? The wind rises. Wir hatten bitte Internetprobleme. Wretched vermin. Too slow. Behold. Squall and fury. Just enough. Bei welchem Boss hatte ich bitte Probleme? The wind Ich rises. weiß nicht, was du meinst. Hear me. Schön. Und drei. Warte. Das war das Falsche. Ups. Wir waren beim Falschen. Egal. Na dann, nehmen wir das Ding. Dann nehme ich Feuer. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. So. Dann go. Zweimal Eis. Skandalös. Laura! Laura! Hast du meine Bekanntmachung auf dem Discord-Server gelesen?
Was meinst du mit egal, vielleicht morgen? Wind, hear me. By ordinance divine. Ich bin gerade verwirrt. Dessen Namen ich nicht sehen kann. Was meinst du mit vielleicht morgen? Was ist denn da? Obey. Menschen sind seltsam. Ja, und was willst du mir damit sagen, dass du nicht in Genshin reinkommst? Kommst du in Genshin generell nicht rein oder kommst du nicht in mein Spiel rein, weil bereits Leute drin sind? Das ist jetzt die Frage, die ich frage. Angriff, VTD, Igitt. Generell, also du kommst generell nicht in Genshin rein. Dann solltest du deinen Account fixen. Bin verwirrt. Versteht ihr, was er mir damit sagen will? Na gut, egal. Danke für die Hilfe. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Wie gefällt denn dir die Idee, die ich formuliert habe, Laura? Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Ich find's toll, wie immer 2 Leute da sind, die mich auf die Palme bringen wollen. Ja. Okay, und was hilft mir diese Information? Übrigens, die nächste Gruppe kann rein. Ein Binny. Binny, wieso hast du das weibliche Zeichen? Bin ich gerade eben so viel? Binny, wieso hast du hier so ein weibliches Zeichen? Bist du nicht männlich? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Dann gehen wir mal nach unten. Wobei, wir können auch einfach hier reingehen. Binny. Benny's adventure team, assemble! Or not. Na dann. Benny, was bist du denn nicht? Retribution! Teamwork is dreamwork! Torn to oblivion! My abilities! Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Teamwork face down! There is no escape! Whirling through!
Mein Schwert brennt. Shine down. Torn to oblivion. Knief. Ein männliches Mädchen. Was? Ein männliches Mädchen. Okay, das musst du mir noch mal erklären. Und ich, wie verwirrt ich erst bin. Alle da? Ja, sind alle da. I see everything. Take flight. Warum an mich? Nein! Hilfe! Take it easy. Gotcha. Take that, lightning. Terrified. Here comes the cat. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das würde ich mal sagen. Smash. Das war eindeutig Smash. Things are about to get sexy. Take it down. Just wait for you to look Quietly. Houston, we've got a problem. Es kommt näher. Es kommt noch näher. Es kommt noch näher. You sound so cool. Here comes the cat. Okay. Gotcha. No, life Aua. lasts forever. Ja gut. Ich habe ja Zeit. Ist ja nicht so, dass jetzt ein wichtiger Moment geschieht. Ich kann mir jetzt ganz viel Zeit lassen, bis die Mädels und Binny die Dendroepostase so weit runtergekloppt haben. Hi, wie geht's? Bin dabei. Everyone hold hands. Our bond is strong. Willkommen zurück, mir. Hallöchen, mir. Take it easy. Game's up. Oh nein, 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 nicht nochmal. Da mache ich nicht mehr mit.
Hui. Geht doch. LP, VTD, immer nur Foto, VTD. Ich werde noch wahnsinnig. Gut. Dissipate. Na dann. Wer will denn noch mitspielen? Ich frage mal so. Gibt es noch Leute, die mitspielen wollen? A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate If you're its not true sure quality. what Na to dann. do next, how about I take you on a Dann walk? danke für die Hilfe. Stand with me. Und da war sie weg. Gut, nächste Gruppe kann rein. Ein Lidl-Karton. Eine Lumine. Einen Platz haben wir noch. Wer will rein? Wir haben noch einen Platz frei. Wer will? Toodaloo. Nilu-san. Dann sind wir voll. Na dann. Okay. Silly churl, Billy churl, silly Billy Hilly. Wir machen nochmal die hier. Und danach machen wir den Wanderer. Was haltet ihr davon? It's so nice to de-stress. Wer stresst? Dum, 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 dum. Relaxing days like this are nice. Let's take it easy. Off we go. Bin noch in der Friendlist. Wie tritt man ihm bei? Ich bin verwirrt. Let's light it up. Into the... As one with wind and cloud. Adventure. Disappear. Ruthless. The wind rules. Please, step back. Let's light it up. Worthless. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Wind strike. Easy going. We're waiting. Okay. Warum? Genshin, was habe ich dir angetan?
Schnief. Wir könnten die neue Instanz machen, aber die neue Instanz ist ja langweilig. Gibt es keine richtige Bossmusik? Welchen Charakter ich farme? In diesem Banner farme ich für Cookie. Sobald ich Cookie habe, bin ich zufrieden. Und für den nächsten Banner, keine Ahnung, Beisu oder Ganyu. Da bin ich mir noch unsicher. Vermutlich für Beisu, weil Ganyu... Wobei, Ganyu ist extrem geiler Crew-Charakter. Aber Beisu habe ich noch gar nicht. Aber ich habe Ganyu nur auf dem Hauptaccount. Das ist mein Streaming-Account. Du merkst, ich habe hier kleine Probleme. Also, ich werde vermutlich auf ihr Banner ziehen, bis ich Cookie habe und dann bin ich zufrieden. Ja, hatte ich. Das stimmt. Take a deep breath, as if you're about to blow up a huge balloon. This early? Exhale all your sleepiness into it. There was still a lot left to do. Something on your mind again? Poof! Let's work through it together. Two heads are better than one. Dann... Na dann. Toodaloo. So, und es geht los. Ja, und mit Hilfe von... Meine Hoffnung ist halt, dass ich mit Hilfe von diesen... mit 40 Ziehungen es hinkriege, Cookie wenigstens einmal zu bekommen. Also ich könnte dann 4-mal auf diesen Taste draufdrücken. Ich werde es zwar nicht tun, aber ich könnte. Das ist der Plan. Bow before me, worm. Insignificant pest. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Irgendwie machen wir zu viel Schaden. Wieso geht er gerade zu... Ach, Lumine. Unsere One-Shot-Queen ist da. Ganyu macht zu viel Schaden. Hey, Megaton. I am the all-knowing God. Ey, es hat geleckt. Es leckt es gerade. Burn to oblivion. Au, ach du. Du mit deinem Nil. Now, your eyes have been opened. Na, kann ich es auch mal begutachten. Reality is pain. Das ist aber Armut. Ja klar kann ich deine Charaktere bewerten. Hab ja eh gerade nichts Besseres zu tun. Good riddance, cruel world. Auch interessant, mal das aus der Perspektive zu sehen. Und Ganyu macht ihn in meinem... Ja, Ganyu und... Wie heißt die Kollegin nochmal? Unsere Bestatterin.
Nice work. Das Hutao. Hutao heißt unsere Bestackerin. VTD, LP. Was ist mit diesem Spiel los? Was ist mit diesem Spiel los? Kann mir das mal jemand sagen? Schnief. Na gut. Machen wir noch die Dailies. Okay, Hein, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Hast du gerade auf mich geschossen? Ja, hat er, der Sack. Everyone hold hands. Nein, du bist nicht Österreicher und auch kein Schwarzenegger. Hier, danke für den Follow auf Twitch. Aber was haben wir hier Schönes? Committed to memory. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Ich habe sie noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, wer kennt es ist. Hört sich aber sehr süß an. Irgendwie ist unsere Nilou gerade sehr AFK, kann das sein? Yep, bin auf Twitch, YouTube und TikTok live. Also 3 Streams in einem. So, jetzt kann ich ja kurz mal zeigen. Also. Wo bist du? Moment, das schauen wir uns mal kurz so an. YouTube Studio, wo bist du? Inhalt. Livestreams. Hier, ja, ich will dich öffnen. Mann. Okay. Und hier. Kanal. Kanal. Wieso höre ich mich selber? Gut, also, guck. Bildschirmaufnahme links. Hier, das bin ich auf Twitch. Ein Bild im Bild im Bild. Mann. Bildception. Und das bin ich quasi auf YouTube. Und jetzt, bei Twitch war die Reaktion sehr schnell. Wow, ernsthaft immer noch nicht? YouTube? YouTube? Hast du es mal? Wie groß ist die Verzögerung bei dir? Jetzt, nach... YouTube ist erst gerade da angekommen. Wow. Wow, ist die Verzögerung groß. Wie kann das sein? Lol, das habe ich nicht erwartet. Gut, also, noch Fragen? Song. Wo ist mein TikTok-Chat? Da. Noch Fragen? Seufzt, die Krankheit ist nur schwer behandelbar, bla bla bla. Jein. Ich werde nicht direkt für Nilou pullen. Ich werde auf dem Nilou Banner pullen, um Cookie zu bekommen. Aber ich will nicht Nilou. Ich will Cookie. Also wie gesagt, ich werde quasi dieses Banner pullen, um Cookie zu bekommen. Das heißt, sobald ich Cookie habe, werde ich mit dem Pullen aufhören und quasi für das nächste Banner sparen. Noch Fragen?
Ja, was will denn der jetzt eigentlich? Muss ich was abgeben? Nö, ich muss zu was anderem hin. Naja, gehen wir erstmal dahin. Ich habe Nilou auf meinem Main-Account. Und außerdem bin ich Barbara Main. Lol. Okay, so extrem ist es auch nicht mir. Sind alle da? Nilou. Und Lil Karton. Was immer noch der geilste Name ist. Lil Karton. Ja, und meine 2 Support-Charaktere für Babsi sind immer noch Raiden und Nahida. Ich glaube, dafür wollen mich eh so viele Leute killen, weil ich Raiden und Nahida für Support für Babsi benutze. Und dass ich Eule auf Level 1 immer noch habe, genauso wie Nilou. Na dann, auf geht's. Ja, Euler ist Level 1 bei mir. Wieso? Ein Problem damit? Haben wir dann soweit alles? Außer das da oben? Mhm. Da fangen sie auch die Leute an zu kloppen. Ja, Hilfe, wie war noch... Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. If you're not sure what to do next, how about Gutschein if für you go on Rahmen. a walk? Nein. Nein. Reisenotizen. Nein. 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 I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Ich erinnere mich nicht mehr an das Rezept. Reiseerlaubnis. Nein. Familienbrief. Nein. Wo ist das Brief? It's so nice to de-stress. Ah, hier. Minze, große Flamme und Kräuter aufsteigen. Okay. Minze, große Flamme und Kräuter.
Minze, große Flamme und Kräuter. Kriegen wir doch hin. Das wird doch möglich sein, oder? Minze, große Flamme und Kräuter. Minze, große Flamme, Kräuter. So, Hallöchen Maruf. Über das Rezept. Minze. Große Flamme. Kräuter. Da steht nichts von Kräutern. Dann danke gleichfalls. Kochen, bis die Ingredienzien auf dem Wasser schwimmen. Kochen, bis... Eine dunkle Farbe, oder? Was sagt ihr? Los, schreibt was. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na dann. Ich habe gestern Pilmeni gemacht und da sollten... Jetzt, wo ich drauf gedrückt habe, sagst du das Letzte. Ach so, nur dein Herz sagt es gut. Aha, ich glaube, ich habe richtig geraten. So. Tägliche Belohnung, wir sind durch. Dann, danke für die Hilfe. Was sind denn alle? Was machen die denn da hinten? Was sieht denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Ich mag schon. Nein. Kannst nicht machen, weil die immer noch da ist. Na dann, Einzelspieler. Los, wir kriegen unser nächstes. Wir kriegen noch 40 voll. Oh. Interessant. Dendro, Elektro. Elektro. Nehmen wir noch Feuer. Das Ein Doppelfeuer für mehr Damage. Und Heal. Everybody stand back! Can't see. Nowhere to run! Your sins weigh upon your soul! Futile! Enshroud! Let's nip that in the bud! Was? Let's dip. Was hat er gerade gesagt? Excuse me? Let's nip that in the... Habe ich mich gerade verhört? Adventure time! Teamwork is Judgment is upon you. Hat er gerade gesagt, let's nip that in the butt?
Care for a dance. Can't see? I'll uproot you! Let's light it up! Care for a dance. Burn! Dance with me! Surrender! Your sins weigh upon your soul! Be a good audience. Care for a dance. Let's light it up! Nowhere to run! Dance with me! The show's up. Care for a dance. I'm going in! And Shroud, I hear everything! Futile! Huh? Care for a dance. Verdict is... nowhere to run! Judgment is upon you! Dance with me! Care for a dance. Na dann. Na dann. Oh, Nahida. Dann will ich aber Raiden dazu haben. Und zum Healen noch ein... Warte, nicht du. Komm, zurück. Du weg hier, du hierhin und dann Barbara. Babsi. Ich hab ihn bereits. Kann mir egal sein. Haha. Shine down! You asked for it! Grow. Hi. Go. Everyone hold hands. Sind die gerade alle explodiert? Inazuma shines eternal! Look alive! You're dead meat! Let the show begin. Your coming was foretold. Buckle up! Hi! Your coming was foretold. Bloom as the flowers in Guraban. You asked for it! Bloom as the... Hast du's mal? Your coming was I see foretold. everything. There is no escape! Eternal oasis. Let's get it on! Your coming was foretold. Hey! Yeah, the Temple of Wisdom. Torn to oblivion! By the eternal oasis. Gloves off! Your coming was foretold. By the eternal oasis. Shine down! I'll protect us. Your coming was foretold. Illusion shattered! Mann. Also jetzt wird es relativ häufig am Freitag einen VR-Stream geben, weil das RP startet. Hier, da war doch jemand Nilou besessen. Hier, bitte sehr, ne, Nilou. Noch Fragen? Irgendjemand wollte doch Nilou. Everyone hold hands. New punching bag. Teamwork is dreamwork! There is no escape! Another test subject. New punching bag. Positions! All eyes on me! Yeah. I see everything. That's happy to apply! New punching bag. Everybody stand! Shine down! Everyone hold hands. Die einfach in der Luft verschwinden, diese Dinger. Hey, Another test subject. Inazuma shines eternal! There is no escape! Yeah! Care for the everyone hold hands. dance with me! With all my strength.
This dance is for you. Care for a dance? Dance with me! I'm... Make yourselves at home. Wer wohnt wo? I'm going in. Dance with me! Down. I see everything. Dance with me! Here. There is no escape! This might hurt a little. Close enough. Dance with the waves. Care for a dance? Dance with me! Shine down! With all my strength. Naja, ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen, oder? Easy going. So. Könnten wir das hier noch machen? Welche Charaktere willst du denn bewertet haben? Und andere Frage, wollt ihr, dass ich jetzt seine Charaktere bewerte? Let's spark things. Ich glaube, denen geht's zu gut. Get them. You're in toast. Everyone hold hands. Out of the frying pan into the... This might hurt a little. Surrender and I'll be gentle. Yeah. Eat this. Committed to memory. Also schauen wir mal, was hat sie denn bekommen? Sie hat das Ding hier natürlich... Oh, nur 4 Sterne. Warte. Okay. Artefakte. Hier hat sie nur dieses Dendros-Set. Nicht das andere. Wie heißt es nochmal? Dieses... Aha, hier. Eine Kombination aus Pyrohexe und aus altes Hofritual. Donnernder Zorn. Ah. Made and Beloved. Interesting. Interesting. Na gut, raus hier. Also wollt ihr nicht, dass ich seine Charaktere bewerte? Ist das ein Nein? Position. Let the show begin. Just like we rehearsed. All eyes on me. Oh no! Hi! Calling Amber! Help! Calling for Amber? Help? Dance with the waves. Go! Try this on your side! Na dann.
Wie sieht's aus? Einsammeln. Okay, wie sieht's aus? Wie viele Ziehungen haben wir? Wir haben jetzt genug für 40 Ziehungen. Seht ihr das? Ich könnte jetzt 4-mal auf diesen Knopf draufdrücken. Haha. Sarah, wie ist das? 4-mal kann ich auf diesen Knopf draufdrücken. Aber, Sarah, dieses Banner geht noch 14 Tage, sagen wir 15 Tage, nein, 14 Tage. Das nächste Banner geht nur 20 Tage. Das heißt, mit dem und, also in 25, 35 Tage. Ich habe nur 35 Tage, um Primos zu finden und anzusammeln. Mit allen Möglichkeiten zu sammeln, komme ich gerade mal hier nochmal auf. Also ich werde am Ende von 35 Tagen genug für um die 90 Ziehungen haben. Das heißt, am Ende des zweiten Banners habe ich gerade mal genug, um einen 5-Star zu bekommen. Und dann habe ich immer noch das Problem, dass ich vermutlich den 5-Star verlieren werde. Also ich kann nichts abgeben, Sarah. Sorry. Ich kann nichts abgeben. Wie Sophie. Du bist die Erste, die quasi freiwillig von Twitch nach TikTok geht. Nee, aber dann kriege ich doch... Sarah, wenn ich dir was abgebe, dann habe ich ja nicht mehr genug für meinen 5-Star. Dann kann ich ja nicht mehr Ganyu oder Beisu bekommen. Oder? Wer ist Moore? Sarah, wer ist Moore? Und wieso habe ich mit dieser Moore kein Mitleid? Ich habe doch mit Moore Mitleid. Wenn ich wissen würde, wer es ist. Mir. Ach, alles groß geschrieben Mir. Das ist doch diese russische Raumstation, die vor 20 Jahren abgestürzt ist. Mir. Alles groß geschrieben Mir. Verstehe ich das? Bruder. Nein, Bruder sagt mir nichts. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Habt ihr es hinbekommen? Das Schöne ist, ich kann jetzt noch hier in den gewonnenen Abgrund gehen. Aber davor will ich gerne mal zu Bennett gehen und mir mal schauen, was der hier für Sachen hat. Die Frage ist, würde es sich mehr lohnen, wenn ich ihm ein komplettes Set mit dem Hofritual gebe? Flammender Pfahl. Hier altes Hofritual. Angriff. Nee. LP. Nein. Elementar. Nein. VTD. Nein. Nein. Schnief. Alina ist weg. Skandalös. Skandalös. Oder war es jetzt wieder los? Wo ist denn eigentlich der Chat, der Stream? Da. Frage ist, soll ich das jetzt machen oder wie sieht's aus? Wir haben 23 Uhr. Nayaka, Akaya, danke für den Follow. Und hier, danke für den Follow. Hilfe. Da habe ich ja 2 Follows verpasst. Oder habe ich sie nicht verpasst? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Na gut, mal schauen, wie wir hier durchkommen. Welche Gruppe war was? Okay, Pilze sind eher was für Raiden.
Dann noch ein Diluc hinterher und Barbara. Und hier gibt es dann Wanderer, ein Shield, Bennett und... Nee, nicht Bennett. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Das sollte auch easy going gehen. Illusion shattered. I'll protect us. DPS Babsi, mach sie platt. DPS Babsi. Krettet alles weg. I see everything. There is no escape. Shine down. Habt ihr gesehen, wie Babsi gerade alles rasiert hat? Habt ihr das gesehen? That's following orders. New hunting. Quit following me. My guiding star. Squall and fury. Wretched vermin. The night is cold. Don't be scared. Eyes on me! Behold. Too slow. Adventures, let's light it up! Everybody stand! Not now. Cold. Learn to The wind rises. Weg mit dir. Cry louder. In den Staub mit dir. Unwürdiger. Würdiger. Würdiger ist eine Lampe mit Varioschirm. Wieso pennst du gleich weg? Ja, furchtbar. Bin ich so langweilig? Everyone hold hands. There is no escape. Time for Retribution. Say goodbye. I see everything. Shine down. Let the show be. verdict is Everyone hold hands. Illusion Hey! Now you shall perish! Was ist los? Aratak. Aratak. Hallöchen, Aratak. Was ist los? The night is cold. Stars shine for. behold. Power that ended fight. Not now. Unsightly insects.
Fury. Ha! Wieso kommen immer diese komischen Anfragen? Ich bin der Meinung, und vor allem auf Englisch. Ich beantworte dir die Frage, wenn du sie mir auf Deutsch stellen kannst. Hilfe. Wenn du mir diese Frage auf Deutsch stellen kannst, dann beantworte ich sie dir. Mann. Irgendjemand auf TikTok fragt irgendwas. Auf Englisch. Everyone hold hands. Danke, Timur. Let's dance. Shine down. Ist auch sehr schön. Wir haben erst gerade eben gelernt, dass Pilze Freunde sind und kein Futter. Und wir schlachten sie jetzt wieder ab. Retribution! You are not welcome here. The night is cold. The wind rises. Wretched vermin! How amusing! Easy going. Ist das eigentlich ein neuer Trend, dass man irgendwelche Streams kommt und auf einer anderen Sprache eine Frage stellt und dann einfach nur die Klappe hält? Keine Ahnung, musste ich mal gucken, was für eine Crit-Rate der hat. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Die Slime. Slime mache ich am besten auch mit Raiden platt. Nur noch ein Diluc und eine Babsi. Dann Skara. Kollegin hier, du hier und Bennett zur Unterstützung. Ja, zum Glück gibt es zurzeit keine aktuellen Katastrophen, ne? Dass Leute dann in den Stream kommen und was für eine Schweigeminute labern. Das bescheuertste überhaupt. I see everything. I'll protect us. Hey! I see everything. Shine down. Everyone hold hands. Verdict is... I see everything. There is no escape. Was ist los, Mia? Squall and Fury. Eyes on me. I'm going in. My guiding stars. Don't be scared.
You dare to gaze upon me? The wind rises. The night is cold, cold. Mine's a bit... Squall and fury. Ganyu. Mein Lieblings-Genshin-Charakter ist Ganyu. Behold. Wenn du Profilbilder bewerten willst, dann mach das. Wenn es dir Spaß macht, Profilbilder zu bewerten, mach das. What's one more? Illusion shattered. Let's dance. Babsi, mach die platt. DPS Babsi, voll win. Come on, we can do it. Aha, hab dich erwischt. Shine down. Geht doch. Na dann. Danke. My guiding stars. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Stars, shine. The wind rises. That's far enough. Nothing worth mentioning. Nimm den hier, du Sack. To ashes. Not now. Ich brauche mal Heal. Bennett, ich brauche Heal. Bennett, welchen Teil ich brauche? Heal. Bennett, ich brauche Heal. Welchen Teil von ich brauche Heal hast du nicht verstanden, Bennett? Bennett, wo ist mein Heal? Da ist mein Bier. Na, danke. Das hat ja lang genug gedauert. Geht doch. Bennett, ich brauche Heal. Sally, wo bleibst du? You are not welcome here. There is no Let the show be... Retribution! torn to oblivion. I see everything. Go, Barbara. Well done. An unfortunate fault. Shine down. Damn you! Es hat mich gerade so angegriffen. Es gab auch niemanden mehr, der mich angreifen konnte. Bin verwirrt. Na egal. Oh nein. Cry louder! Blink. Not now. Don't be scared. The wind rises. You're dead. That's far enough. Let me amuse myself. Oh, now you've got me worked up. Das
Oh nein. Off we go. Wieso haust du jetzt ab, du komische Kuh? Und diese kann ich nicht heilen. Wretched vermin! Clink, learn to command. Eyes on me! The wind rises. Over here. So, jetzt kümmere ich mich ja um dich, du Kuh. Let's light it up. My guiding stars. Off we go. Hau nicht dauernd ab, ich will dich gerade vermöbeln. Fury. Unsightly insects. Hau nicht dauernd ab. Teamwork is dreamwork! Mirror images. Hau nicht dauernd ab. Mann, ist die nervig. Nee, das ist eine Kuh. Die wurde gerade geschlachtet. Nee, die Regel ist, Frauen schlägt man nicht. Die habe ich geschlagen, also ist es per Definition keine Frau. Seht ihr, so einfach kann Logik sein. Hydro. War ja ziemlich eklig. Na gut, du und du und du und du. Hat irgendjemand was gegen meine Logik zu sagen? Findet ihr meine Logik nicht sinnvoll? Everyone hold hands. Now you shall perish. Let's dance. Verdict is... This might hurt a little. The Temple of Wisdom. There is no escape. Burn! Committed to memory. Oh, good to go. Verdict is... Ready, steady, go! Illusion shattered. Sharing my knowledge. Time for retribution! Weg mit dir. Perfekt. Oh nein. Stars, shine for me. Not now. Get out of here. I'm going in. The wind rises. Bow your head. To ashes. Behold. Aua. Let's light it.
The night is cold. Bennett, ich bräuchte mal... Genau bei... Boah, Let's light it up! The night is cold. Don't be scared. Teamwork is dreamwork! The wind rises. That's far enough. Not now. Off we go! Let's light it up! Wretched vermin. Why do they never miss? Let's light it up! Power that ended Haishan! I'm going in! Squalling fury. The night is cold. Stars. Let's light it up! You're dead. My guiding stars. Cold. Lines of command. Let's light it up! Behold. Know your place. ich sagte, know your place. Mann. Nervig. Und wie geht's euch so? Sarah, gute Nacht. Oder nee, Sophie, gute Nacht. Ach, allen gute Nacht. Hilfe. Mann. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, muss ich sagen. Wieso ist eigentlich das so anstrengend? Kann mir das mal jemand sagen? Das ist fast so, als wäre diese ganze Instanz so aufgebaut, um mich zur Weißglut zu bringen. Torn to oblivion. Let's dance. Ja, hi. 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 La 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 la. Verdict is... Make yourselves at home. Illusion shattered. Now you shall perish. Let the show begin. Time for retribution! Wann sind die denn fertig? Hey. There is no escape. Gute Nacht. Verdict is... Habe ich die mal? Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. Illusion shattered. Torn to oblivion. Oh nein, 2 von den Trotteln. Shine down. Time for
Retribution! There is no escape! Hey! I see everything! Now you shall perish! Make yourselves at home! Burn! Geht doch. Ah, anstrengend. Was ist das für komische Dinger jetzt? To ashes! Let's light it up! Squall and fury. That's far enough. Search for it. My guiding stars! Don't be scared! Cry louder. Not now! I'm going in! The wind rises. Search for it. Quick fall. Stars, shine through! Let's light it up! My guiding stars! Squall and fury. Bow your head. Not now! Behold. My guiding stars! Cold! Eyes on me! The wind rises. Weg mit euch. You're dead. That's far enough. Everybody stand back! Not now! Weg mit dir. Oh, Bach, das wird böse. Behold. The night is cold! The wind rises. Don't be scared! Squall and fury. Let's light it up! I always bounce back. Not now! Hast du's mal, bei du. Isn't good. Weg hier, bevor ich noch einen Wutausbruch bekomme. Anstrengend. Habe ich schon erwähnt? Nein, nichts da. Nichts fortsetzen. Lasst mich in Ruhe. Habe ich schon erwähnt, dass es anstrengend ist? Ja, komm. Hey, nice.
Anstrengend. Sarah, bist du noch da? »42. Geh auf die 50 zu. Gehe auf die 50 zu. Dann kann ich 5-mal auf diesen Button draufdrücken. Ist das nicht was? Kann ich 5-mal hier draufdrücken? Hier. 6700 von den schönen Dingern. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Guck mal. Fühl dich geknuddelt, Sarah. Fühl dich geknuddelt. Also, wie sieht's aus? Wir haben... Naja, wir haben nach 0 Uhr. Ja, fast 0 Uhr. Ja, so oder so. Ich glaube, wir sind gut durchgekommen. Ach, stimmt ja. Ich muss ja noch was machen. Ich muss ja noch in die Kanne. Ich war heute noch gar nicht in der Kanne. Habe ich mich so mitreißen lassen, dass ich noch gar nicht in der Kanne war. Wie viel fehlt mir eigentlich noch? Oder war ich schon in der Kanne? Ich weiß es gar nicht mehr. War ich in der Kanne? So. This realm. Vertrauensstufe. Nee, ich war noch nicht in der Kanne. Perfekt. If you ever had. Wobei, warte, das könnten wir eigentlich auch noch machen. This realm is. Station herstellen. Ich hoffe mal, dass ich den 50-50 gewinne und Beisu oder Ganyu bekomme. Drückt ihr mir die Daumen? Wieso bist du müde? Wenn du müde bist, Mia, dann geh ins Bett. Nice. Danke. Und IQ, danke für die 2 Rosen. Oh ja, das waren die... Ah, es sind tatsächlich die Leuchten. Wow. Mann, sind die nervig. Mann, waren die nervig. Haben wir noch von denen jede Menge gekriegt? So. Was ich jetzt noch machen könnte, wäre mal zu schauen, wobei... A strong body shows strength and instills confidence in others around you. I must always stay at the top of my game. Ach, deswegen soll man ihm das Bett geben, ist ja lustig. Herz voller Hoffnung. Genau. Animo-Schaden. Ach, da, wir haben schon Animo-Schaden. Gleich mal Kryoschaden, Hydroschaden, Angriff, Kryoschaden, LP, Dendro, Pyroschaden, Dendroschaden, Animo-Schaden, Dendroschaden. Hm? Könnt ihr mal zum Witz versuchen, da was reinzubuttern.
Einfach mal so zum Spaß. Röhrchen Banana. Leute, da will jemand, dass ich einen Charakter anschaue. Soll ich das tun? Wollt ihr sehen, wie ich... VTD. Na gut, ein VDT ist kein VTD. Dafür ist das Animo-Schadens zu gut. LP. Okay, damit ist es versaut. Danke, Genshin. Du bist ein Arsch. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt hat mich gerade Genshin gebrochen. Schnief. Das war so ein schönes Ding. Und Genshin sagt, nö. Du hast jetzt mal das Schönes gekriegt, aber ich werde es nicht lassen, dass du es behalten darfst. Also, Mittelfinger, sagt Genshin. Na egal. Habt ihr noch letzte Fragen, bevor ich schlafen gehe? Wie sehr willst du Nahida haben, ist die Frage. Und was kannst du noch machen? Du hast ja noch ein paar Tage. Du kannst ja auch jetzt den Spiral Abyss machen. Du kannst auch die ganzen Missionen machen. Du kannst die Dailies machen. Du kannst Kisten sammeln. Aber wenn du Nahida haben willst, solltest du Nahida holen. Und Zhongli wird ja so früh keinen Rerun haben. Das heißt so oder so, du kannst viele Primers sparen. Und vergiss nicht, Ende jeden Monats kannst du ja hier mit Sternstaub dir nochmal 5 kaufen. Hier, da sind sie ja. Na egal. So, gibt es noch letzte Fragen, bevor ich den Stream beende? Ich weiß, dein Pity ist niedrig, aber mein Pity ist niedriger. Ich habe ein Pity von 1. Und selbst mit meinen 42 Wünschen, ne, bin ich dann auf einem Pity von 43. Deswegen... The fighting has ceased for now. Commence physical training. Perfekt. Noch letzte Fragen, bevor wir den Stream beenden? Und ich will einfach nur Cookie, dann bin ich zufrieden. Nahida habe ich in diesem Account und Nilou habe ich auf dem Hauptaccount. Also ich habe sie theoretisch so oft, wie ich haben will. Nee, ich pull nicht. Irgendwann diese Woche wird gepullt. Dann werde ich mir Cookie holen. Vermutlich werde ich sie nicht bekommen, weil ich jede Menge von denen bekommen werde. Ich glaube, ich werde beide ERC 6 voll bekommen. Unsere Leila, die ist ja jetzt bereits C3. Und auch unsere liebe Dori, C1. Nicht drüber nachdenken. Wie gesagt, spät, ich bin hungrig und ich will schlafen. Von dem her, wir sehen uns morgen zum nächsten Stream. Da spielen wir Cyberpunk. Habt ihr Lust auf Cyberpunk? Das extrem gewalttätige Ballerspiel. Mit Story. Naja, sei es drum. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Und wer stöhnt da gerade die ganze Zeit herum? Ja, furchtbar. Gut. Na dann, wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Träumt was Schönes. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Stream. Fühlt euch geknuddelt. Der Stream wird, also der TikTok-Stream wird beendet. Ansonsten, ich streame immer auf YouTube, Twitch und TikTok gleichzeitig. Und falls ihr immer noch Langeweile habt, könnt ihr euch ja meine ganzen YouTube-Videos anschauen. Die YouTube-Videos, die über das Thema Omegle gehen, sollen sogar ganz gut sein, habe ich gehört. Na gut. In dem Sinne, der TikTok-Stream wird beendet in 3, 2, 1. Bye, bye.
So. Dann noch, ja, schön Feedback gesendet. Lasst mich mal zumachen. Gut, dann auch eine wunderschöne gute Nacht an euch, an YouTube und Twitch. Träumt was Schönes. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Stream. In dem Sinne, bye bye. Der Stream wird beendet in 3, 2, 1.